So, jetzt ist zwar noch dunkel, aber ich würde mal sagen, ringfrei für Runde Nummer 3. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Also ernsthaft, ich persönlich würde jetzt langsam mal hoffen, dass er sagt, diese ganze Erkundung hier mal zum Ende kommt. So, mal kurz abwarten. Ein Sternsplitter passt jetzt eigentlich hier noch überhaupt nicht so recht ins Bild. Und irgendwas fehlt jetzt hier auch. Na gut, ringfrei, Rätsel Nummer 3. Werden wir dafür jetzt eine Anleitung brauchen, oder? Na toll, wo kommt denn jetzt hier das Sternzeichen her? Okay, zuvor haben wir ja noch einen Hinweis gefunden. Oh no. Oh na. Ach nein. Zwei, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung, aus welcher Position das Ganze hier gezählt werden soll. Aber wenn das, er sagt, von der Position sein sollte... Take it easy. Kann ich mir das Ganze überhaupt nicht merken. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Hab wohl so...
Ne, ich muss gucken. Okay, hier stimmt der Sack auch schon mal was ganz und gar nicht. Okay, das könnte ich jetzt eigentlich auch... Das könnte ich jetzt eigentlich auch so lösen. Oder doch nicht? Irgendwie habe ich ja gesagt, für diesen ganzen Astrologiekram hier kein Nerv. Also gut, es geht nach oben, dann nach links. Der geht nach oben, das er sagt, gut zu wissen. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Another star! Tja, da mal auf. Mal sehen, was wir Donnersack hier gleich erleben müssen. Wir haben danach sowieso, er sagt, bloß noch ein Sternenraum vor uns. Aber sehr begeistert, er sagt, von der ganzen Sache bin ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Also von allen Domänen ist das jetzt auf jeden Fall hier erstmal am originellsten. Das muss man ja sagt schon sagen. It stopped by the water but didn't go in. Seems almost like it's waiting for something. Okay, wir sollen also die 4. Tür öffnen. Ist allerdings jetzt auch ein bisschen komisch, dass wir jetzt ausgerechnet die 4. Tür jetzt öffnen müssen. Warte mal, nein, es war das untere Fragment, was wir entfernen müssen. Nein, es war jetzt auch wieder das Falsche. Ach komm schon, wie kann man jetzt das letzte Fragment hier einfach vergessen?
Take it easy. Okay, verwunderlich. Okay, das da unten war, wie es aussieht, bloß ein Extra. Hä? Ach komm schon, wie weit will man mich denn jetzt hier noch nerven? Okay, da oben ist jetzt auch noch eine Tür, eine Truhe. Okay, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Okay, vielleicht jetzt so. Ja, in derlei Hinsicht schaue ich mir jetzt erstmal alles hier an. Gut, der Rest dürfte jetzt wirklich auch für mich machbar sein. Gut, das müsste es doch jetzt hoffentlich gewesen sein. There's another star here. Was the first star waiting for this one? Och, dann flieg doch jetzt endlich mal in die richtige Richtung und zieh keine unnötigen Bahnen. Aber gut, ich habe daneben auch mal nachgeguckt. Das ist dann jetzt, sagst du, sowieso das letzte Rätsel.
Weitere Türen haben wir jetzt hier sowieso nicht. Also könnten wir vielleicht das Ganze auch gleich zum Abschluss bringen. Okay, die beiden Sterne haben sich jetzt hier gefunden. Und rein. Oh. Das war jetzt anders als erwartet. In der Tat, mit so einem Ende hier habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe jetzt mit noch irgendeiner Art von Rätsel... Wait, how the... Okay, ich habe mit einer Art von Rätsel jetzt wieder gerechnet. Aber das, okay. Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life, but this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive-looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Die Frage muss gestellt werden. Mona, bist du so reich? Hey, I'm just occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immenachreich and meet with the Kaiser and Kaiserin der Veröffentlichung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Really? Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's a specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Also gut, wir haben hier noch ein Rätsel zu lösen. Und so werden wir schneller als uns lieb ist wieder irgendwo hin transportiert. Wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen weiter im Zimmer umsehen sollen. Aber scheint wohl jetzt auch nicht nötig zu sein. Also gut, wo landen wir jetzt? Eigentlich sollte jetzt kein weiteres Rätsel hier zur Verfügung stehen. Astrologists are able to understand the most complex signs among the stars. And because of this, they are not allowed to show any arrogance. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that I understood all. You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate, but today, those words seem to carry a different meaning.
Sind wir jetzt etwa hier im Kreis gelaufen? Also gut, die Sterne hier sind, er sagt nun wirklich ein bisschen irreführend. Also gut, wir können, er sagt, hier nicht springen, wir können, er sagt, bloß herumgehen. Bringt uns wirklich nicht gerade sehr viel weiter. I understand now that people won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. Auch sehr nett. Ein Weg der Sterne. I understand the governing laws of the universe and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my help, he sees my own destiny. Looks like it's coming to an end again. What a magnificent view! Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immonokreich. Thank you. Although the Immonokreich really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. Mona, was ist los? I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Teyvat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them.
I can't change anything. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but... call me presumptuous. But I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. Mona, vorhin schienst du nachdenklich. Hast du jetzt die Antwort gefunden? I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. Gut, dann mach es mal. Fang das Schicksal, hä? Wie jetzt? Ah, da drüben. Das war jetzt das Einfachste. Also gut, Schicksal. Dann enthüll dich mal. Zeige uns das, was du verbirgst. Hinter all diesen Illusionen. Okay, wir sind aus irgendeinem Grund wieder draußen. Kriegen wir so dann jetzt die Antworten, nachdem wir suchen? Ich hoffe mal inständig mit Ja. Bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again. So, are we completely out of the mirage? Ja, das war jetzt wirklich eine nette, schöne Zwischensequenz. Aber haben wir daraufhin jetzt erstmal eine Antwort gefunden darauf, wieso überhaupt die ganzen Illusionen jetzt hier waren? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Fatui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost. I mean, these mirages were not steps toward solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Interesting. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. Yep. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us.
Right. And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. Okay, jetzt an der Stelle denke ich jetzt irgendwie an Naruto Shippuden. Die Geschichte mit das Mugen Tsukuyomi von Madara Uchiha. Die gesamte Welt in eine Illusion, besser gesagt in einen ewig währenden Traum zu stecken, in der dann auf Ewigkeit Frieden herrscht. Jeder ist in seiner eigenen Realität drin. Jeder hat, seinen Traum, den er leben will. Jeder, wie schon gesagt, lebt ein Leben voller Frieden. Aber es ist natürlich ja kein echtes Leben, sondern bloß eine Illusion, in der man gefangen ist. Könnte man dann eigentlich annehmen, dass das Projekt Webstuhl des Schicksals vielleicht ein bisschen noch anders zu bedenken ist? Oder ob man da ein bisschen anders drüber nachdenken sollte als bisher? Nein. Ich denke, er sagt nicht. Der Webstuhl des Schicksals ist der Webstuhl des Schicksals, der die komplette Realität umschreiben kann, Götter, machtlos macht, so machen kann, dass sie niemals existierten. Ja, es ist halt ein Apparat, der dann die Realität selbst umschreibt. Und deren Gesetze natürlich ja aufhebt. Oder man so hin und her biegen kann, wie man will. Und so wird das auch am Ende irgendwie kommen hier im Spiel sicherlich. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people. This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Oh. When you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What mein Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences. It would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain, so we'd better tread carefully. So let's go now! There's no time to waste! Ja, gut zu wissen. Dieser Auftrag ist dann abgeschlossen. Aber trotz allem, wie Reim und Gesang ein Traum im Sommer, gehe zum Apparat. Ja, das wäre dann jetzt erstmal eine neue Mission, die wir hier zu erledigen haben. Wie Reim und Gesang ein Traum im Sommer. Um die Wahrheit herauszufinden, kehren alle zum Standort des mysteriösen Apparats zurück. Ja, aber das wiederum, liebe Leute von heute, machen wir dann doch erstmal im nächsten Part. Und damit sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Zum wirklichen Abschluss dieses Sommerurlaubs. So kann man es jetzt sagen. Bis dann und ciao.